Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Vor 2 Wochen hat meine Freundin mich verlassen. Ihre Entscheidung kam so plötzlich. Ich habe damit nicht gerechnet. Vor 2 Wochen hat meine Freundin mich verlassen. Ihre Entscheidung kam so plötzlich. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Alles ergibt keinen Sinn mehr. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Alles ergibt keinen Sinn mehr. Sie war der wichtigste Mensch in meinem Leben. Was soll ich denn nur ohne sie machen? Ich werde nie wieder jemanden wie Anna finden. Was soll ich denn nur ohne sie machen? Ich werde nie wieder jemanden wie Anna finden. Ich glaube, ich lege mich erst einmal hin. Vielleicht fühle ich mich dann besser. Ich glaube, ich lege mich erst einmal hin. Vielleicht fühle ich mich dann besser. Ein paar Tage später. Ich fühle mich so schwach. Ich komme schon seit Tagen nicht aus dem Bett. Ich fühle mich so schwach. Ich komme schon seit Tagen nicht aus dem Bett. Aber warum sollte ich auch aufstehen? Ohne Anna möchte ich gar nichts unternehmen. Da bleibe ich lieber im Bett. Aber warum sollte ich auch aufstehen? Ohne Anna möchte ich gar nichts unternehmen. Da bleibe ich lieber im Bett. Vor ein paar Tagen hat mich meine beste Freundin Nina angerufen. Sie wollte heute vorbeikommen, um zu schauen, wie es mir geht. Ich bin aber ehrlich gesagt lieber alleine. Vor ein paar Tagen hat mich meine beste Freundin Nina angerufen. Sie wollte heute vorbeikommen, um zu schauen, wie es mir geht. Ich bin aber ehrlich gesagt lieber alleine. Geh weg, Nina. Lass mich in Ruhe. Geh weg, Nina. Lass mich in Ruhe. Dennis, du kannst nicht für immer im Bett liegen bleiben. Ich verstehe, dass die Trennung hart für dich sein muss. Aber so kann es nicht weitergehen. Dennis, du kannst nicht für immer im Bett liegen bleiben. Ich verstehe, dass die Trennung hart für dich sein muss. Aber so kann es nicht weitergehen. Alles kam so plötzlich. Wir waren so glücklich. Und dann macht sie einfach Schluss mit mir, aus dem Nichts. Alles kam so plötzlich. Wir waren so glücklich. Und dann macht sie einfach Schluss mit mir, aus dem Nichts. Ich weiß, Dennis, das muss sehr hart für dich sein, aber es gibt so viele schöne Dinge, die da draußen auf dich warten. Bitte komm aus dem Bett. Ich weiß, Dennis, das muss sehr hart für dich sein, aber es gibt so viele schöne Dinge, die da draußen auf dich warten. Bitte komm aus dem Bett. So viele schöne Dinge und ich kann sie nicht mit Anna zusammen genießen. So viele schöne Dinge und ich kann sie nicht mit Anna zusammen genießen. Ja, aber Anna hat die Entscheidung getroffen und das Einzige, was du ändern kannst, ist, wie du damit umgehst. Ja, aber Anna hat die Entscheidung getroffen und das Einzige, was du ändern kannst, ist, wie du damit umgehst.
Ich verarbeite die Trennung halt auf meine Weise, Nina. Bitte geh jetzt. Ich möchte wieder alleine sein. Ich verarbeite die Trennung halt auf meine Weise, Nina. Bitte geh jetzt. Ich möchte wieder alleine sein. Aber wir machen uns alle große Sorgen um dich, Dennis. Nicht nur ich, sondern alle deine Freunde und deine Familie auch. Aber wir machen uns alle große Sorgen um dich, Dennis. Nicht nur ich, sondern alle deine Freunde und deine Familie auch. Warte mal, du hast mit meinen Eltern gesprochen? Warte mal, du hast mit meinen Eltern gesprochen? Ja, deine Mutter macht sich große Sorgen um dich. Du hast sie schon seit mehreren Tagen nicht zurückgerufen. Ja, deine Mutter macht sich große Sorgen um dich. Du hast sie schon seit mehreren Tagen nicht zurückgerufen. Ich habe doch gesagt, dass ich mit niemandem reden möchte. Ich habe doch gesagt, dass ich mit niemandem reden möchte. Wir denken, dass du mit jemandem sprechen solltest. Sein Name ist Dr. Hase. Er ist ein Therapeut. Wir denken, dass du mit jemandem sprechen solltest. Sein Name ist Dr. Hase. Er ist ein Therapeut. Wie? Jetzt soll ich also zu einem Seelenklempner gehen? Wie? Jetzt soll ich also zu einem Seelenklempner gehen? Er hat sich auf Trennungen spezialisiert. Ich glaube, dass ein Gespräch mit ihm gut für dich wäre. Er hat sich auf Trennungen spezialisiert. Ich glaube, dass ein Gespräch mit ihm gut für dich wäre. Vielleicht hast du recht. Ich sollte mit jemandem darüber sprechen, der sich auskennt. Vielleicht hast du recht. Ich sollte mit jemandem darüber sprechen, der sich auskennt. Das klingt nach einem guten Plan. Das klingt nach einem guten Plan. Ich werde jetzt zu ihm gehen und ihn nach Rat fragen. Ich werde jetzt zu ihm gehen und ihn nach Rat fragen. Hallo, mein Name ist Dr. Hase. Sie müssen der Freund von Nina sein, der eine Trennung durchmacht. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, mein Name ist Dr. Hase. Sie müssen der Freund von Nina sein, der eine Trennung durchmacht. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Dr. Hase. Genau, ich bin Dennis. Meine Freundin Anna hat vor ein paar Wochen mit mir Schluss gemacht. Hallo Dr. Hase. Genau, ich bin Dennis. Meine Freundin Anna hat vor ein paar Wochen mit mir Schluss gemacht. Seitdem geht es mir nicht so gut. Ich fühle mich sehr schwach, kann nichts essen und komme fast gar nicht aus dem Bett. Seitdem geht es mir nicht so gut. Ich fühle mich sehr schwach, kann nichts essen und komme fast gar nicht aus dem Bett. Verstehe. Das kann am Anfang normal sein. Und darf ich fragen, warum Ihre Freundin sich von Ihnen getrennt hat? Verstehe. Das kann am Anfang normal sein. Und darf ich fragen, warum Ihre Freundin sich von Ihnen getrennt hat? So genau hat sie das nicht gesagt. Das kam alles so plötzlich. Deshalb finde ich auch keine Ruhe. So genau hat sie das nicht gesagt. Das kam alles so plötzlich. Deshalb finde ich auch keine Ruhe. Ah ja, so. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Wenn es Ihre Ex-Freundin nicht geben würde, was würden Sie dann machen? Ah ja, so. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Wenn es Ihre Ex-Freundin nicht geben würde, was würden Sie dann machen?
Ich glaube, dass ich die Frage nicht verstehe. Ich glaube, dass ich die Frage nicht verstehe. Nun ja, wo wären Sie jetzt, wenn Anna nicht existieren würde? Nun ja, wo wären Sie jetzt, wenn Anna nicht existieren würde? Ich glaube, dann wäre ich in Griechenland. Ich glaube, dann wäre ich in Griechenland. Und warum genau Griechenland? Und warum genau Griechenland? Wegen dem Essen, den netten Leuten und natürlich der angenehmen Temperatur. Wegen dem Essen, den Leuten und natürlich der angenehmen Temperatur. Dann sollten Sie genau das tun und nach Griechenland fliegen. Dann sollten Sie genau das tun und nach Griechenland fliegen. Verstehe ich das richtig? Ich soll einfach wegfliegen? Verstehe ich das richtig? Ich soll einfach wegfliegen? Ja, kurz nach einer Trennung ist es das Beste, erst einmal Abstand zu nehmen. Sie müssen lernen, mit der Beziehung abzuschließen, auch wenn Ihre Freundin Ihnen keinen genauen Grund nennen will. Ja, kurz nach einer Trennung ist es das Beste, erst einmal Abstand zu nehmen. Sie müssen lernen, mit der Beziehung abzuschließen, auch wenn Ihre Freundin Ihnen keinen genauen Grund nennen will. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Sachen, die Sie beeinflussen können, zum Beispiel, wo Sie momentan sind. Das wird Ihnen dabei helfen, mit Anna abzuschließen und nach vorne zu schauen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Sachen, die Sie beeinflussen können, zum Beispiel, wo Sie momentan sind. Das wird Ihnen dabei helfen, mit Anna abzuschließen und nach vorne zu schauen. Ich verstehe, Doktor. Vielen Dank für die Hilfe. Ich verstehe, Doktor. Vielen Dank für die Hilfe. Sie sind hier immer herzlich willkommen. Sie sind hier immer herzlich willkommen. So lässt es sich leben. Wer braucht schon Anna? So lässt es sich leben. Wer braucht schon Anna? Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!